Death of the Messiah. Wir haben den vierten großen Hauptpunkt unserer Bibelbetrachtungen aufgegriffen und das beginnt mit dem Tod des Messias. And we're dealing with the period from the time of his procession to Calvary until the sealing of the tomb. Und wir hatten diesen Abschnitt, die Zeit seines Wegs nach Golgatha und bis zur Versiegelung des Grabes. We mentioned there are 32 distinct stages, and we are going through these stages one by one. Und wir haben erwähnt, dass es da 32 verschiedene Abschnitte, Punkte gibt, und wir werden einen Punkt nach dem anderen durchgehen. We covered the first 5 stages that were part of the procession to Calvary. Und wir haben die ersten 5 Punkte schon beleuchtet und die gehörten zu diesem Teil, der Weg, der Gang nach Golgatha. We're now dealing with the first 3 hours on the cross. Und wir behandeln jetzt die ersten 3 Stunden am Kreuz. Friday from 9 in the morning to 12 noon. Und es dauerte von 9 Uhr morgen bis 12 Uhr mittags. Which is also the first day of Passover. Und es ist auch der erste Tag des Passafestes. And in the first 3 hours he suffers the wrath of man. Und in den ersten 3 Stunden muss er den Zorn der Menschen erleiden. And this covers stages 6 through 17. Und das behandelt die Punkte wird in den Punkten 6 bis 17 behandelt. And we finished step 10 when we finished off. Und wir haben also den 10. Abschnitt noch angeschaut und es war da, als wir Schluss machten. Now stage 11 is a Mark's account, verse 29 and 30. Und 11. Punkt ist in dem Bericht bei Markus, die Verse 29 bis 30. In which we have the first of 4 mockeries while he's on the cross. Und da haben wir die erste von 4 insgesamt Verhöhnungen oder Verspottungen, während er am Kreuz hängt. Now he suffered 4 mockeries before the cross. Und er ist 4-mal vor der Kreuzigung verhöhnt worden. He suffers 4 more while he's on the cross for a total of 8 mockeries. Und 4 weitere hat er zu dulden, während er gekreuzigt ist. Insgesamt also 8 Verspottungen. And this is the first mockery while he's on the cross. Und hier die erste Verspottung, während er am Kreuz hängt. It's committed by those who simply happen to be passing by. Und das wird von denen begangen, die eher zufällig hier vorbeikommen. The site of the crucifixion was near one of the main roads that go into one of the gates of Jerusalem. Und das Zeichen des Kreuzes oder dieser Ort der Kreuzigung war nahe einer der Hauptstraßen, die zu den Toren Jerusalems führten. It is Passover morning and the gates have been opened. Und an diesem Passamorgen sind ja die Tore geöffnet worden. There's now foot traffic going in and out of these gates. Und da geht jetzt also ein starker Strom von Verkehr aus diesen Toren. And those passing by can see who's hanging on the cross. Und solche, die da jetzt vorbeikommen, sehen, wer da am Kreuz hängt. And they can read the superscription over his head. Und dann können sie ja noch die Überschrift über seinem Haupt lesen. And they reduced it all to mockery. Und die haben das alles eben zu Spott und Hohn verwendet. They know he was accused of disrespect to the temple, and that's what's now being mocked. Und sie wussten auch, dass man von ihm sagte, er soll den Tempel aufrichten, und genau das greifen sie auf, um zu spotten. The 12th stage is in Mark verse 31 and 32. Und der 12. Punkt ist in Markus Vers 32 und 33. 31, 32. Which is the second mockery while he's on the cross. Und das ist hier die zweite Verspottung, während er gekreuzigt ist. This is committed by the Jewish leaders. Und diesmal sind es die jüdischen Leiter, die spotten. He mentions the chief priests who were Sadducees. Und Markus erwähnt die Hohepriester, das waren Sadduzäer. He also mentions the scribes who were Pharisees. Und er erwähnt auch die Schriftgelehrten, das waren die Pharisäer. Which means both Pharisees and Sadducees participate together, mocking him while he's on the cross. Und das bedeutet, dass sowohl Pharisäer wie Sadduzäer daran teilhaben, ihn zu verspotten, während er gekreuzigt ist. The 13th stage is in Luke's account, verse 36 and 37. Und der 13. Punkt, der befindet sich in dem Bericht bei Lukas, die Verse 36 und 37. Which is the third mockery while he's on the cross. Und hier haben wir die dritte Verspottung des Gekreuzigten.
This is committed by the Roman soldiers in charge of the crucifixion, Und diesmal sind es die römischen Soldaten, die für die Kreuzigung verantwortlich sind. which renders both Jews and Gentiles guilty of mocking Jesus on the cross. Und das zeigt uns, dass also sowohl Juden wie auch die Heiden dafür verantwortlich sind, dass sie unseren Herrn, den Gekreuzigten, verspotten. The 14th stage is in Matthew verse 44. Und der 14. Punkt ist in Matthäus, Vers 44. It is the fourth mockery while he's on the cross committed by both men crucified with him. Und das ist jetzt die 4. Verspottung, während er gekreuzigt ist. Und das sind die beiden Übeltäter, die mit ihm dort gekreuzigt waren. Initially, both of them participated in mocking Jesus. Und zu Beginn haben beide daran teilgenommen, Jesus zu verspotten. So between the 11th to the 14th stages, we have 4 mockeries by 4 different groups. Und so haben wir zwischen dem 11. und dem 14. Punkt haben wir 4 verschiedene Verspottungen, 4 verschiedene Stadien der Verspottung durch 4 verschiedene Gruppen. But all 4 different groups have 2 things in common in their mockeries. Aber all diese 4 verschiedenen Gruppen haben 2 Dinge gemeinsam in ihrer Verachtung und Verhöhnung des Herrn. First of all of them mock specific messianic claims he had made. Und zunächst mal greifen alle besondere, spezifische, messianische Behauptungen, die er getroffen hat, heraus. During his 3-year ministry, he made a variety of different messianic claims. Denn während seines 3-jährigen Dienstes hatte er eine verschiedene Anzahl messianischer Aussagen getroffen. Each of these groups takes one or more of these claims and reduces it to mockery. Und jede dieser Gruppe nimmt ein oder mehrere dieser Behauptungen, greift sie auf und verkehrt sie in Gespött. The second common element in all 4 mockeries is this. Und das zweite allgemeine Element in all diesen 4 spottenden Gruppen ist das folgende. All 4 groups challenge him to prove his claims by coming down from the cross. Alle 4 Gruppen fordern ihn heraus, doch seine Behauptungen jetzt zu beweisen, zu bestätigen, indem er vom Kreuz herabsteigen solle. And what we find here is Satan's last attempt to keep Jesus from the cross. Und was wir dann hier vorfinden, das ist der letzte Versuch Satans, Jesus vom Kreuz wegzuholen. Now Satan did want Jesus dead, Und natürlich wollte der Teufel Jesus tot haben, but he didn't want him to die at this time or in this way. aber er wollte nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt und in dieser Weise stirbt. If Jesus had died at any other time than the Jewish Passover, Wäre Jesus an einem anderen Tag als zur Zeit des Passafestes gestorben, in any other way than by crucifixion, in einer anderen Form als durch Kreuzigung, there would have been no atonement. da hätte es keine Vergebung gegeben. It was not only the death of the Messiah which was essential for the atonement. Es war nicht nur der Tod des Messias, der nötig war für die Versöhnung. Otherwise, he could have died as a 2-year-old in Bethlehem and that would have been sufficient. Sonst hätte er ja auch als ein Zweijähriger in Bethlehem getötet werden können und das hätte dann ausgereicht. But that would have been insufficient. Aber das hätte eben nicht ausgereicht. His death had to come at the proper time in the proper way. Sondern sein Tod musste kommen zur gegebenen Zeit und in gegebener Weise. So we read of attempts to have him killed at the wrong time, before or after Passover. Und so lesen wir von Versuchen, wo er getötet werden sollte vor dem Passafest. And we noted earlier that part of the conspiracy between the chief priests and Judas was to wait till after Passover. Und wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass ein Teil der Verschwörung zwischen Judas und der Priesterschaft darin bestand, dass sie bis nach dem Passafest warten wollten. Oder man versucht ihn eben nach dem Passafest zu töten. Furthermore, attempts are made to kill him in the wrong way, like by sword or by stoning. Und es sind dann auch Versuche gemacht worden, ihn in der falschen Weise zu töten, entweder mit dem Schwert oder durch Steinigung. All these other attempts failed with the statement, his hour was not yet come. Aber all diese Versuche, die haben keinen Erfolg gehabt mit der Bemerkung, seine Stunde war noch nicht gekommen. But now his hour has come. Aber jetzt ist seine Stunde gekommen. He's dying at the proper time in the proper way. Und er stirbt zur gegebenen Zeit in der vorgegebenen Weise. But he's not as yet dead. Aber er ist noch immer nicht tot. So through these 4 mockeries, Satan makes one last effort to keep him from the cross. Und durch diese Verspottungen
macht der Teufel eine letzte Anstrengung, ihn vom Kreuz wegzuholen. Now suppose Jesus accepted the challenge and used his power to come down from the cross. Jetzt nehmen wir an, Jesus hätte diese Herausforderung, diese Aufforderung angenommen und hätte seine Kraft verwendet, um vom Kreuz herabzusteigen. In the end, are proven to be a false Messiah. Das hätte ihn dann zuletzt sogar noch als einen falschen Messias beglaubigt, bestätigt. This is the very way and the very time the Messiah was supposed to die. Denn das ist ja genau die Art und Weise, wo gemäß der Propheten der Messias sterben sollte. And so his refusal to accept the challenge becomes evidence of his claims and not a negation of it. Und seine Ablehnung, diese Herausforderung anzunehmen, wird ein Beweis für seine wahrhaftigen Behauptungen und nicht die Ableugnung dieser Tatsachen. Now the 15th stage is in Luke's account, verses 39 through 42. Und der 15. Punkt ist im Bericht des Lukas, die Verse 39 bis 42. Where we have the conversion of one of the two rebels crucified with him. Und da haben wir die Bekehrung eines dieser beiden Übeltäter, die mit ihm gekreuzigt sind. Initially, both of them did participate in mocking. Und zu Beginn haben wir beide an dieser Verspottung sich beteiligt. But one, after a while, had time to think and to reflect. Aber einer, der hatte etwas Zeit, dann nachzudenken und die Dinge neu zu überdenken. And came to the same conclusion that Simon of Cyrene did. Und er kam zu der gleichen Überzeugung wie Simon von Kyrene, That this one had to be who he claimed to be. dass der neben ihm gekreuzigt war, offensichtlich der war, der er behauptete zu sein. Now, based upon what he said to the co-rebel and what he says to Jesus, Und gegründet auf das, was er zu seinen Mitrebellen sagt und dem Herrn Jesus gegenüber äußert, he came to four distinct conclusions. da kam er zu 4 ganz bestimmten Erkenntnissen. First of all, he came to conclude that he himself was a sinner. Zunächst einmal kam er zu der Erkenntnis, dass er selber ein Sünder ist. This is an important point to reach before one comes to salvation. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man erreichen muss, bevor jemand überhaupt zur Rettung durchdringen kann. Because we do not realize that we need a Savior till we see ourselves as God sees us, as sinners. Denn wir erkennen nicht, dass wir einen Erlöser brauchen, solange wir nicht uns so sehen, wie Gott uns sieht, nämlich als Sünder. His second conclusion was that Jesus himself was sinless. Seine zweite Schlussfolgerung war, dass Jesus selber ohne Sünde war. While he's hearing all kinds of accusations and bad things, Und während er noch Ohrenzeuge ist von allen möglichen Anschuldigungen und böser Behauptungen, yet he says this man has done nothing amiss. und dennoch sagt er dann, dieser hat nichts Unrechtes getan. His third conclusion is a bit more amazing. Und seine dritte Folgerung, die ist noch erstaunlicher. He could see that Jesus was dying the same kind of death that he was dying. Er konnte ja sehen, wie Jesus den genau gleichen Tod erlitt, den er ebenfalls vor sich hatte. And still came to conclude that Jesus could save him. Und dennoch kam er zu der Erkenntnis, dass Jesus ihn retten kann. And his fourth conclusion is equally incredible. Und seine vierte Schlussfolgerung ist ähnlich hier unglaublich. Although he could see Jesus was dying the same death, yet he came to believe this one will come again with his kingdom. Und obwohl er sehen konnte, wie Jesus den genau gleichen Tod erleidet, kam er zu der Erkenntnis, dieser wird in sein Reich kommen. His request is to be remembered when Jesus comes again with his kingdom. Und seine Bitte lautet, ja, Herr Jesus, gedenke mich, wenn du in dein Reich kommst. This comes to the 16th stage in Luke verse 43, Und jetzt kommen wir zum 16. Punkt in Lukas, Vers 34. where we have the second statement from the cross. Und da haben wir die zweite Aussage vom Kreuz. Let's read Lukas 34. verse 16. Verse 43. Vers 43, Luke. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. In response of Jesus, he tells him this. Und die Antwort Jesu vermittelt ihm Folgendes. He will not have to wait till the second coming to be remembered. Er braucht nicht auf das zweite Kommen zu warten, damit seiner gedacht wird, He will be remembered this very day. sondern er wird an ihn an diesen selben Tag noch denken. On this very day, both of them will die, An diesem selben Tag werden ja beide sterben and both their souls will end up in paradise. und ihre beider Seelen werden im Paradiese sein.
And the truth of this statement will prove Jesus really is who he claims to be. Und der Beweis dieser Aussage, der zeigt, dass Jesus wirklich der ist, der behauptete zu sein. The very thing all the others are mocking. All das, worüber die anderen spotteten. The 17th stage is in John's account, verses 25 through 27. Und der 17. Punkt ist bei Johannes, die Verse 25 bis 27. Here we have the third statement from the cross. Und jetzt haben wir die dritte Aussage, das dritte Wort vom Kreuz. At this point, several women come to the foot of the cross. Zu diesem Zeitpunkt kommen mehrere Frauen zum Fuß des Kreuzes. Among the women is his mother Mary. Und unter diesen Frauen befindet sich auch seine Mutter Maria. Among them one man, the Apostle John, Unter ihnen ein Mann, der Apostel Johannes. and only one who happens to record this particular incident. Und deswegen ist er auch der Einzige, der diesen besonderen Vorfall berichtet. In verse 27, speaking to his mother, he says, "Woman, behold your son." Und in Vers 27, indem er sich an seine Mutter wendet, sagt Jesus, siehe, Frau, siehe dein Sohn. Vers 26. And addressing his disciple, he says, "Behold your mother." Und dem Jünger sagt er, siehe, das ist deine Mutter. When he says to Mary, "Woman, behold your son," he's not referring to himself. Und als er Maria anspricht in dieser Weise, Frau, siehe dein Sohn, dann bezieht er das nicht auf sich, He's referring to the Apostle John. sondern er bezieht sich auf den Apostel Johannes. Just when he says to John, "Behold your mother," Genauso wie er sagt zu Johannes, siehe deine Mutter, he doesn't mean John's mother Salome, da meint er nicht die Mutter des Johannes, die Salome, but rather Jesus' mother Mary. sondern seine eigene Mutter Maria. What he's doing here is still fulfilling the Mosaic law down to every jot and tittle. Und was er tut hier, das erfüllt wiederum das mosaische Gesetz bis zu jedem Tüpfelchen und Jota. It's the responsibility of the firstborn son to take care of the welfare of a widowed mother. Und es war die Verantwortung des ältesten Sohnes, sich um die Wohlfahrt seiner verwitweten Mutter zu kümmern. And he will now be leaving the earth and cannot do so from this point on in a physical sense. Und er wird aber jetzt die Welt verlassen und so kann er das jetzt im sichtbaren Sinne nicht mehr ausüben. He does have 4 half-brothers, Er hat 4 Halbbrüder, but at this stage they are all unbelievers aber zu diesem Zeitpunkt sind das noch alles Ungläubige. and will now leave the welfare of his mother in the hands of unbelievers. Und so wird er die Wohlfahrt seiner Mutter nicht Ungläubigen anvertrauen. So he turns her over to John's care. Und deswegen überantwortet er sie unter die Obhut des Johannes. So he says, "Behold your son," in reference to John. Und deswegen sagt er mit Hinweis auf Johannes, siehe dein Sohn. She must now look to him for her physical welfare. Und jetzt muss sie sich wegen ihrer sichtbaren Wohlfahrt an Johannes wenden. And by saying to John, "Behold your mother," he gives him that responsibility. Und indem er zu Johannes sagt, siehe deine Mutter, da überträgt er ihm diese Verantwortung. And John accepts that responsibility. Und Johannes nimmt diese Verantwortung an. The verse states, "From that hour, the disciple took her unto his own home." Und wir lesen nämlich in diesem Vers, wie es heißt, und von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. And this ends the first 3 hours on the cross as he has suffered the wrath of man. Und das beendet die ersten 3 Stunden am Kreuz, wo er den Zorn der Menschen erleiden musste. Now we go to page 33. Wir schlagen auf Seite 33. With capital C, we come to the second 3 hours on the cross. Und mit Groß C kommen wir jetzt zu dem zweiten Abschnitt, die zweiten 3 Stunden It is Friday am Kreuz. 12 noon till 3 in the afternoon. Und das ist von Freitagmittag bis 3 Uhr nachmittags. And in the second 3 hours on the cross, he will suffer the wrath of God. Und diese zweiten 3 Stunden am Kreuz hat er den Zorn Gottes zu erleiden. This comprises stages 18 through 25. Und das umfasst die Punkte 18 bis 25. The 18th stage is in Luke's account, verses 44 and 45. Der 18. Punkt ist in Lukas Bericht, die Verse 44 bis 45. In which a darkness covers the whole land and surrounding areas for solid 3 hours. Und da bedeckt eine Dunkelheit das ganze Land und die ganze Umgebung für eine massive Zeit von 3 Stunden.
These are normally the brightest 3 hours of the day in the context of the Middle East. Und das sind gewöhnlich die hellsten 3 Stunden des Tages in dem Gebiet des Nahen Ostens. But now there is darkness and blackness for a full 3 hours. Aber jetzt ist hier Dunkelheit und Finsternis für die Zeit von 3 Stunden. Now, if this darkness was as extensive as the Gospels imply, you would think there would be other records of it. Und diese Dunkelheit war von so einer Intensität, wie die Evangelien andeuten, dass man annehmen kann, dass es da auch andere Berichte darüber geben möge. It turns out there are 3 ancient writings that talk about this darkness. Und Tatsache ist, dass es tatsächlich 3 antike Quellen gibt, die diese Finsternis erwähnen. 2 of these come from Egypt, which is south of Israel. 2 kommen von Ägypten, und das ist ja südlich von Israel. One comes from what was then Asia Minor, today Turkey, north of Israel. Und der 3. kommt von Kleinasien, heutiger Türkei, nördlich von Israel. Now, the first from Egypt is by a Greek scientist named Dionysius. Und der erste von Ägypten, der stammt von einem griechischen Wissenschaftler namens Dionysius. He reported seeing this darkness in the city of Heliopolis. Und er berichtet, wie er diese Finsternis beobachtete in der Stadt Heliopolis. There's irony here. Und das ist fast eine Ironie hier enthalten, The name Heliopolis is Greek for city of the sun. weil der Name Heliopolis ist griechisch und heißt wörtlich die Sonnenstadt. But now the city of the sun is blacked out at the brightest time of day. Aber jetzt muss er sehen, wie die Sonne zur hellsten Zeit des Tages verdunkelt wird. The second source is also a Greek scientist living in Egypt. Und die zweite Quelle ist wiederum ein griechischer Wissenschaftler, der in Ägypten lebte. His name was Diogenes. Und sein Name war Diogenes. If we keep in mind that he was a pagan, Und wenn wir uns daran erinnern, dass er ein Heide war, even as a pagan he had some measure of insight. hat er dennoch als Heide ein gewisses Maß an Einblick. And I'll quote what he wrote. Und ich zitiere, was er geschrieben hat. There was a solar darkness of such like. Da war so eine massive Finsternis solcher Art, Either God himself was suffering at that moment, entweder hat Gott selber in diesem Moment gelitten, or was sympathizing with someone who was. oder er sympathisierte mit jemandem, der gelitten hat. He had no way of knowing this, but both statements are true. Und er hatte keine Möglichkeit, dies eigentlich zu wissen, aber beide Aussagen treffen zu. God the Son suffered at that moment. Weil Gott der Sohn hat ja in diesem Moment gelitten God the Father and God the Spirit sympathized with one who did. und Gott der Vater und Gott der Geist haben also die Anteilnahme gehabt mit dem, der das alles erlitt. The third writer is from Asia Minor, what is now Turkey. Und der 3. ist also aus Kleinasien, heutige Türkei. It is by a Roman writer named Phlegon. Und das Zitat stammt von einem römischen Autor namens Phlegon. He writes as follows. Und er schreibt folgendermaßen: There was a great and remarkable eclipse of the sun, Da war eine große und bemerkenswerte Verfinsterung der Sonne, the darkest that's ever happened before. Schlimmer als jede Finsternis jemals zuvor. At the 6th hour, the day was turned into the darkness of the night, Und zur 6. Stunde wurde der Tag in die Dunkelheit der Nacht verwandelt. and the stars were seen in heaven. Und die Sterne konnten am Himmel gesehen werden. There was a great earthquake at Bithynia. Und es gab in Bethanien ein großes Erdbeben. Which overthrew many of the houses in Nicaea. Und das hat etliche der Häuser in Nicäa zerstört. Now he couples the darkness with an earthquake. Und er verbindet jetzt hier diese Finsternis mit einem Erdbeben. And we'll see shortly, the moment Jesus dies, a great earthquake hits. Und wir werden gleich sehen, dass in dem Moment, wie Jesus starb, dass tatsächlich ein großes Erdbeben stattfand. But for us, the real issue is, what is the theological, biblical significance of this 3 hours of darkness? Aber für uns ist ja die wahre Frage, was ist die theologische, biblische Bedeutung dieser 3-stündigen Finsternis? It marks the period of the spiritual death of Christ.
Und das eigentlich kennzeichnet den Zeitabschnitt des geistlichen Todes Christi. And by spiritual death, we mean separation from God. Und bei geistlichen Tod meinen wir die Trennung von Gott. We in the highlights version, we do not deal with the Garden of Gethsemane agony, In der Highlights Version. the highlights version of this course. Also in diesen Höhepunkten dieses Kurses, da behandeln wir nicht die Dunkelheit und in Garten Gethsemane. We can only cover so many things in the complete version. Wir können nur in der vollständigen Fassung all diese Punkte betrachten. But in the agony of Gethsemane, he prayed the same prayer 3 times over. Aber bei diesem Todeskampf in Gethsemane hat er dasselbe Gebet 3-mal wiederholt. Let this cup pass from me. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. And there's been a discussion as to what is the significance of the cup he did not wish to drink. Und da gibt es ja eine Diskussion, was bedeutet dieser Kelch, den er nicht trinken wollte. Now, one common suggestion is that the cup represents physical death. Und eine allgemeine Meinung ist, dass dieser Becher, dieser Kelch bedeutet seinen physischen Tod. So what he was asking for is not to have to die physically, So dass das, worum er jetzt bittete, ist, dass er jetzt nicht körperlich sterben müsste. but that would not be a good way to interpret the meaning of the cup. Aber das wäre jetzt nicht eine gute Weise, die Bedeutung dieses Kelchs auszulegen. It means he was asking for a cancellation of the plan of God that was put into effect from the foundation of the world. Mit anderen Worten würde er darum bitten, dass der Plan Gottes, der seit Anbeginn der Welt eigentlich dargelegt wurde, jetzt gestoppt würde. Because it says he was the lamb slain from the foundation of the world. Denn es wird ja von ihm gesagt, dass er das Lamm Gottes ist und geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Now the whole plan of salvation was to be cancelled. Und jetzt sollte also der ganze Plan der Errettung aufgehoben werden, ausgelöscht werden. It also means he was asking for cancellation for the purpose of the incarnation. Und mit anderen Worten hieße das auch, dass er eben jetzt eine ebenso Auslöschung des ganzen Sinn und Zweck seiner Menschwerdung damit verlangen würde. God as God cannot die. Weil Gott als Gott kann ja nicht sterben. So one reason God became man is so that he could die for our sins. Und so einer der Gründe, warum Gott Mensch wurde, ist, damit er eben für unsere Sünden sterben könne. And now does mean he wants to cancel the purpose of why he became human to begin with. Und das würde jetzt bedeuten, dass er also den ganzen Sinn und Zweck, warum er überhaupt von Anfang an Mensch wurde, aufgebe. There's a third reason why that's not a good answer. Und dann gibt es eine dritte Begründung, auch das dürfte keine gute Antwort sein. In John chapter 12, he said he would not ask the Father not to die. Und in Johannes 12 sagte er, he would not ask the Father not He to said die. he said he would not ask the Father not to die. Da sagt er nämlich, er würde den Vater nicht darum bitten, nicht zu sterben. If he's now asking the Father not to die, it means he lied in John 12. Und wenn er jetzt den Vater darum bittete, dass er eben nicht sterben sollte, wenn das diese Bitte beinhaltete, dann wäre das ja ein Widerspruch, um nicht zu sagen eine Lüge in Johannes 12. And now render him a liar and in turn a sinner. Und dann wäre er Lügner und dadurch ein Sünder. So defining the cup as physical death is not a good way to interpret it. Und so jetzt diesen Becher als seinen physischen Tod auszulegen, also die Schrecken der Kreuzigung, das ist keine einleuchtende Methode, das zu interpretieren. There's a second option people have given. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die Leute angeboten haben. The cup does not represent physical death per se, but premature physical death. Dass dieser Becher nicht den körperlichen Tod im Allgemeinen bedeutete, sondern einen frühen Tod, einen Tod vor dem Kreuz. But this too is not a very good way to interpret it. Aber auch das ist nicht der beste Weg, das auszulegen, There was no danger of that happening. weil es gab keine Gefahr, dass das stattfinden könnte. As to the moment he dies, he is in control.
Weil bis zu dem Augenblick seines Todes hat er die Kontrolle. Satan is not in control. Der Teufel hat nicht die Kontrolle, The Romans not in control. auch die römischen Soldaten nicht, The Jewish leaders not in control. auch die jüdische Leiterschaft. He alone is in total control of the moment of his death. Er allein hat die völlige Kontrolle über den Augenblick seines Todes. He revealed his power when he said, I am, forcing them all to fall backward to the ground. Und er hatte seine Kraft offenbart, als er sagte, ich bin's in Gethsemane. Und das hat ja bewirkt, dass sie dann alle zurückwichen und umfielen. And he makes a statement in John 10, verse 18. Und er macht ja auch eine Aussage in Johannes 10, Vers 18, No man takes my life from me. wo er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. I lay it down of myself. Ich lege es aus mir selber nieder. Now, if he wanted to, he could have hung on the cross forever. Und wenn er wollte, hätte er von daher am Kreuz ewig hängen können, So he and he alone will choose the moment of his death. so dass er und er allein den Moment seines Todes erwählte. So interpreting the cup as premature death does not answer the questions either. Und so jetzt diesen Kelch auszulegen als eine Tötung vor der Kreuzigung, das ist auch nicht die beste Methode, das zu interpretieren. The third option is the one that fits best with the way the word cup is used symbolically throughout Scripture. Und die dritte Möglichkeit, die passt eigentlich am besten, stimmt am besten damit überein, wie auch der Kelch symbolisch in der ganzen Schrift verwendet wird. In most cases, when the word cup is used symbolically, it symbolizes the wrath of God. Und in den meisten Fällen, wenn der Kelch symbolisch gebraucht wird, dann ist er ein Bild für den Zorn Gottes. With the wrath of God will come spiritual death. Und mit dem Zorn Gottes kommt auch der geistliche Tod. It's hard for us to appreciate why he would agonize over this. Und es ist für uns schwer zu erkennen, warum er deswegen in einer Art Todeskampf sich befand. All of us here were born spiritually dead, Weil alle von uns hier geistlich tot auf die Welt kamen. and we became alive when we became born again when we believed. Und wir wurden erst geistlich lebendig, als wir von neuem geboren wurden, durch den Glauben. But here we're dealing with someone who, from the point of the incarnation, had a continuous fellowship with God. Aber hier haben wir es mit jemandem zu tun, der von Augenblick der Menschwerdung eine ununterbrochene Beziehung mit Gott hatte. We're not dealing with his divine spirit. Divine spirit cannot die. Wir blicken jetzt nicht auf seinen göttlichen Geist. Der göttliche Geist kann nicht sterben, Only dealing with his human spirit. sondern wir haben jetzt eben im Blickwinkel den menschlichen Geist. And from the time of the incarnation, that it was in constant fellowship with God the Father. Und der war vom Augenblick der Menschwerdung an in dieser ständigen Gemeinschaft mit dem Vater. But with the second 3 hours on the cross, he will have the outpouring of the wrath of God against sin. Und mit dieser zweiten Hälfte, dieser 3 Stunden am Kreuz, musste er jetzt das Ausgießen des Zornes Gottes über die Sünde an sich ertragen. And for 3 hours, he'll be separated from the Father. Und 3 Stunden lang ist er dann vom Vater getrennt gewesen. And in these 3 hours of darkness, he's suffering the wrath of God as he partakes of this cup. Und in diesen 3 Stunden der Finsternis, da musste er den Zorn Gottes ertragen, als er eben von diesem Kelch getrunken hat. Now, his experience in Gethsemane teaches 2 basic principles about prayer. Und seine Erfahrung in Gethsemane, die lehrt uns 2 grundlegende Prinzipien bezüglich Gebet. And shows the falseness of some teachings about prayer in our day. Und das zeigt auch den Irrtum mancher Lehren im Zusammenhang mit Gebet in unseren Tagen. One teaching is that if you ask for something and you have enough faith, you will always get it. Eine dieser Lehren sagt, wenn du um etwas bittest und du hast genügend Glauben, dann wirst du es immer bekommen. So just name it and claim it, it's yours. Und dann benenne es und beanspruche es einfach für dich, es gehört dir. So if you don't get what you ask for, it just shows a lack of faith. Und wenn du dann eben das nicht bekommst, worum du bittest, das offenbart einen Mangel an Glauben. Now, did Jesus get what he wanted? Hat Jesus das bekommen, was er wollte? No, he did not. Nein. Was it due to a lack of faith? War das wegen mangelnden Glaubens? It was a lack of faith that made Jesus a sinner.
Wenn es ein Mangel des Glaubens bedeutete, dann wäre unser Herr ebenfalls ein Sünder. The Bible teaches that which is not of faith is sin. Weil die Bibel sagte, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Now, the Bible does say sometimes God says no because of a lack of faith. Nun, tatsächlich lehrt die Bibel, dass Gott manchmal Nein sagte, wegen mangelnden But Glaubens. that's not the only reason the Bible gives. Aber das ist nicht der einzige Grund, den die Bibel uns nennt. God knows better what He has in store for us in the future. Und Gott weiß besser, was er für uns in der Zukunft geplant hat. He knows better what we need for our spiritual maturity. Und er weiß wiederum besser, was wir auch für unsere geistliche Reifwerdung benötigen. So sometimes a no answer is the best answer for us. Und so ist manchmal keine Antwort die eben bessere oder beste Antwort für uns. Another bad teaching goes like this. Und eine andere falsche Lehre, die läuft oder sieht folgendermaßen aus. When you pray, just pray with positive confession. Wenn du betest, dann bete immer nur mit einem positiven Bekenntnis. Don't insert that little phrase, only if it's your will. Und füge ja nicht diese kleine Phrase, diese kleine Formulierung, dein Wille geschehe ein. Because that is negative confession. Denn das bedeutet ja ein negatives Bekennen. And for that reason, you would not get what you want. Und aus diesem Grund würdest du dann wiederum nicht das bekommen, was du wolltest. But the best model for prayer are the prayers of Jesus. Aber die besten Vorbilder für Gebet sind ja die Gebete unseres Herrn Jesus. He did make his request to God. Und er hat ja seine Bitte an Gott gerichtet. Take this cup from me. Und sagte, nimm diesen Kelch von mir. But then he added, not my will, but your will be done. Aber dann hat er ja angefügt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So asking with the will of God is biblical praying. Und von daher nach dem Willen Gottes fragen, das ist in der biblischen Spur bleiben. Das ist wirklich biblisches Gebet. So we must learn to get our principles of prayer, like all spiritual principles, from the Word of God. Und so müssen wir lernen, unsere geistlichen Grundsätze für Gebet, wie alle geistlichen Grundsätze aus dem Worte Gottes abzuleiten. Now the 19th stage is Matthew verse 46. Und der 19. Punkt ist in Matthäus, Vers 46. Where we have the fourth statement from the cross, Und da haben wir dann die vierte Aussage, das vierte Wort Jesu vom Kreuz. quoting Psalm 22. Und das zitiert Psalm 22. As it reads out of context, it may sound like a cry of defeat and despair. Und außerhalb des Zusammenhangs gelesen, betrachtet, sieht es aus wie ein Aufschrei von Verzweiflung und als ein Zeugnis des Versagens. But in the context of Psalm 22, it's a cry for help. Aber im Zusammenhang vom Psalm 22 ist es mal ein Ruf um Hilfe. A cry for help that comes at the end of the 3 hours of darkness. Und ein Ruf um Hilfe, der am Ende dieser dreistündigen Finsternis sich dann, eine Hilfe, die sich dann einstellte. At the end of having suffered the wrath of God. Und beendet dann auch den Zorn Gottes, so lange erduldet zu haben. It's a prayer that is answered. Und das ist ein Gebet, das erhört wird. We'll see shortly that he both dies spiritually and is resurrected spiritually before he dies physically. Und wir werden so gleich sehen, dass er sowohl geistlich starb, aber geistlich wieder auferweckt wird, bevor er physisch starb. Now, this is the only time he addresses his father by the terms, my God, my God. Und das ist das einzige Mal, wo er seinen Vater mit diesen Worten, mein Gott, anredet. 170 times he calls him Father. 170 Mal nennt er ihn Vater. 21 times he calls him my Father. Und 21 Mal nennt er ihn mein Vater. The only time he calls him my God is here. Und das einzige Mal, wo er ihn nennt, mein Gott, das ist diese Stelle hier. At this stage, he does not have a paternal relationship, but he has a judicial relationship. Und in diesem Moment hat er eben nicht eine väterliche Beziehung zu ihm, sondern nur noch die gegenüber einem Richter. And so it is, my God, not my Father, my Father. Und deswegen lautet sein Ruf, mein Gott, und nicht mein Vater, mein Vater. The 20th stage is in Matthew's account, verses 47 through 49. Und der 20. Punkt ist bei dem Bericht von Matthäus, die Verse
46 bis 49? 47 through 49, 47 bis 49. where we have the response of those standing around. Und da sehen wir dann die Reaktion derer, die herumstanden. They misinterpret what he says. Und sie verstehen das, was er sagte, falsch. Now, the Hebrew Eli, Eli does mean my God, my God. Das hebräische Eli, Eli heißt mein Gott, mein Gott. But in Hebrew, it's also a short form for name Elijah. Aber im Hebräischen ist es auch eine Kurzform für den Namen Elias. So the Hebrew speaker, Eli, Eli, could mean my God, or Elijah, Elijah. Und so könnte der hebräische Redner, wenn er Eli, Eli sagte, meinen mein Gott, oder Elias, Elias. And they misinterpret what he says and think he's calling for Elijah to come and rescue him from the cross. Und sie missverstehen das, was er sagte, und sie denken, dass er jetzt um den Elia ruft, dass er käme und ihn vom Kreuz rette. Someone approaches him to give him some liquid. Und jemand geht auf ihn zu, um ihm Flüssigkeit zu geben. The others call him back and say, let's wait and see if Elijah will indeed come to rescue Und die him. anderen rufen den zurück und sagen, komm, lass uns sehen und warten, ob Elia tatsächlich kommt und ihn rettet. The 21st stage is in John's account, verse 28. Und der 21. Punkt befindet sich im Johannesbericht, Vers 28. It is the fifth statement from the cross. Die 5. Aussage ist das jetzt vom Kreuz. I thirst, Mich dürstet. coming at the end of having suffered the 3 hours of the wrath of God. Und hier geht also diese Zeitperiode, wo er den Zorn Gottes zu ertragen hatte, zu Ende. The 22nd stage is in John, verse 29, Und die 22. Punkt ist in Johannes, Vers 29. where we have the sixth statement from the cross. Wo wir da- Excuse me. Where we have the drinking of the vinegar. Ja, wo uns geschildert wird, das Trinken des Essigs. Now, this is not the stupefying mixture he was offered about 6 hours earlier. Und das ist jetzt nicht diese betäubende Mischung, die ihm 6 Stunden vorher angeboten wurde. It would moisten his tongue, his mouth, and his lips, Und das würde nur seine Zunge, seinen Mund und seine Lippen befeuchten, so the last two statements from the cross could be said the most clearly and distinctly. damit eben die 2 letzten Worte vom Kreuz am klarsten und noch eben auch am deutlichsten zu vernehmen gesagt werden konnten. The 23rd stage is in John's account, verse 30. Und der 23. Punkt befindet sich bei Johannes, Vers 30. It is the sixth statement from the cross. Die 6. Aussage vom Kreuz. It is finished. Es ist vollbracht. That whole phrase is just one Greek word, tetelestai. Und diese ganze Aussage ist nur ein griechisches Wort, Tetelestai. The exact significance of this word became apparent a number of years ago. Und die wirklich große Bedeutung dieses Wortes, das ist aus anderem Blickwinkel erst vor wenigen Jahren neu erkannt worden. Archaeologists were digging in an area where it turned out they discovered the office of an ancient accountant. Und Archäologen, die haben in einem Gebiet herumgegraben und da stellt sich raus, sie haben da die Überreste von einem antiken Rechtsanwalt gefunden oder Buchhaltungsprüfer. They found a stack of bills in this site. Und da haben sie bei diesem Gebäude so einen Stapel von Rechnungen entdeckt. Across each bill was this one word, tetelestai. Und über jede Rechnung war dieses Wort geschrieben, Tetelestai. It means it is finished in the sense of being paid in full. Und das heißt, es ist vollbracht in dem Sinne, es ist voll bezahlt. All of the animal sacrifices over all those years were merely installment payments. Und all diese Tieropfer über all diese Jahre hinweg waren nur eine Art Ratenzahlung. But now the final payment for sins to be made by his death. Aber jetzt kommt diese endgültige Zahlung für Sünder durch seinen Tod. Therefore is the tetelestai paid in full. Und deswegen heißt jetzt Tetelestai, also bis zur Fülle, zur Gänze, alles bezahlt. The 24th stage is in Luke's account, verse 46. Und der 24. Punkt befindet sich bei Lukas, Vers 46. We here have the seventh statement from the cross. Und hier haben wir jetzt die 7. Aussage, das 7. Wort Jesu vom Kreuz.
He starts out by saying Jesus first of all cried with a loud voice. Und Lukas beginnt damit, dass er erwähnt, wie Jesus mit einer lauten Stimme rief. What he cried was the sixth statement, Tetelestai. Und was er laut rief, war seine sechste Aussage, der Telestai, es ist vollbracht. And now he has the seventh statement. Und jetzt der siebte Aussage, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Father, into your hands I commend my spirit. Okay. Now notice he addresses him as Father again. Und jetzt beachtet, wie er ihn wiederum als Vater anredet. It shows that cry for help at the 19th stage was answered. Und es beweist, dass dieser Ruf um Hilfe, den wir als 19. Punkt festgehalten haben, beantwortet wurde. So he both dies spiritually and is resurrected spiritually before he dies physically. Und so stirbt er geistlich und wird wieder auferweckt geistlich, bevor er physisch stirbt. The Greek word emphasizes the concept of dismissing his spirit from his body. Und das griechische Wort eigentlich vermittelt den Inhalt, dass er seinen Geist von seinem Leib entlässt. He chooses the moment of his death Und er wählt also ganz bewusst den Augenblick seines Todes. and commends his soul into the safekeeping hands of God the Father. Und er empfiehlt seine Seele in die bewahrenden Hände seines Vaters. The 25th stage is his physical death. Und Punkt 25 ist dann sein physischer Tod. Mark verse 37, he gave up the spirit. Und Markus Vers 37, und er verschied, gab den Geist auf. Matthew verse 50, yielded up his spirit. Und Matthäus Vers 50, wo es heißt, er verschied, ja, gab seinen Geist auf. Luke verse 46, he gave up the spirit. Und Lukas Vers 46, er verschied. And John verse 30, he bowed his head and gave up the spirit. Und Johannes Vers 30, er neigte das Haupt und gab den Geist auf. Normally a man dies and his head falls, Normalerweise stirbt ein Mann und dann sinkt sein Haupt herab, but he bowed his head down and dismissed the spirit from his body. aber er hat sein Haupt erst geneigt und dann übergab er seinen Geist. Now when Paul defines the gospel in 1 Corinthians 15, Und als Paulus dann das Evangelium in 1. Korinther 15 definiert, he points out that there are three elements to the gospel by which we are saved. und da zeigt er auf, wie es da drei Elemente im Zusammenhang mit dem Evangelium gibt, durch die wir gerettet werden. And the first of the 3 points of the gospel is Jesus died for our sins. Und der erste von diesen drei Punkten des Evangeliums lautet, Jesus starb für unsere Sünden. So in the scriptures we have a lot of theological development concerning the significance of his death. Und so haben wir in der Schrift eigentlich ziemlich viel theologische Entfaltung der Bedeutung seines Todes. So we will list these and I'll give you 1 or 2 verses for these. Und wir werden das auflisten und für die einzelnen Punkte auch jeweils 1 oder 2 Verse dazufügen. His death was a ransom. Sein Tod war ein Lösegeld It paid for the penalty that sin required. und damit wurde die Strafe für die Sünde bezahlt, die die Sünde verlangte. Matthew chapter 20 verse 28 Matthäus 20, Vers 28 and 1 Timothy chapter 2 verse 6. und 1. Timotheus 2, Vers 6. Secondly, his death is a redemption. Zweitens, sein Tod ist Erlösung. It's a word that means to be purchased out of the slave market of sin. Und das ist ein Wort, das verwendet wurde, um freigekauft zu werden aus dem Sklavenmarkt der Sünde. The believer has been purchased from the slave market of sin and set free. Und der Gläubige ist also freigekauft worden auf den Sklavenmarkt der Sünde und deswegen frei ausgegangen. Third, it's a reconciliation. Drittens, es ist eine Versöhnung. God reconciled us back to himself. Gott hat sich mit uns selbst versöhnt. 2 Corinthians chapter 5, 2. Korinther Kapitel 5, verses 18 and 19. die Verse 18 und 19. Did I give verses for redemption? No. Galatians 3:13. Und Galater 3,13. 2 Peter chapter 2 verse 1. Und 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1.
Number 4, his death is a propitiation. Und vierter Punkt, sein Tod ist Sühnung. It means to satisfy God's wrath against sin. Und das heißt, dass der Zorn Gottes gegen Sünde damit zufriedengestellt wurde. 1 John 2:2. 1. Johannes 2,2. Fifthly, it's a substitution. Fünftens ist eine Stellvertretung. It means he died in our place. Und das heißt, er starb an unserer Stelle. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Und 2. Korinther 5, Vers 21. 1 Peter 3, verse 18. Und 1. Petrus 3, 18. Sixthly, it's a proof of the love of God. Und sechstens ist ein Beweis der Liebe Gottes. Paul says it's one thing for someone to die that he likes, Paulus sagt, es ist eine Sache, für jemanden zu sterben, den man schätzt, liebt. but Christ died for us when we're still his enemies, not his friends. Aber Jesus ist ja für uns gestorben, als wir noch immer seine Gegner waren, nicht seine Freunde. Romans 5, verse 8. Römer 5, Vers 8. Number 7 is judgment of the sin nature. Und siebtens, es ist das Gericht über die sündige Natur. And our old sin nature was judged at the cross. Und unsere alte sündige Natur wurde am Kreuz gerichtet. Romans chapter 6, verses 1 through 10. Und Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Eighth, it marks the end of the Mosaic law as a rule of life. Und 8, also bedeutet das Ende des mosaischen Gesetzes als eine Lebensregel, Lebensvorschrift. Previously, we listed many verses for this. Und wir haben hier schon zuvor etliche Verse dafür aufgelistet. I'll just give one for now, Romans 7, verses 5 and 6. Und ich werde hier nur einen Vers erwähnen, Römer 7, die Verse 5 bis 6. Number 9 is the basis for the believer's continuous cleansing from sin. Und 9. Punkt ist, es ist die Grundlage für die fortgesetzte Reinigung des Gläubigen von Sünde. As believers, we still sin, Denn als Gläubige sündigen wir ja immer noch. but his death is the basis for our continuous cleansing of sin. Aber sein Tod ist die Grundlage, die Garantie für die fortgesetzte Reinigung von Sünde. 1 John chapter 1, 1. Johannes Kapitel 1, verses 7 through 9. die Verse 7 bis 9. Number 10 is the basis for the removal of pre-cross sins. Und 10. ist auch die Grundlage für die Entfernung der Sünden vor dem Kreuz, die vor der Kreuzigung geschehen sind. He also had to die for all the sins committed prior to his death. Und er musste auch für all die Sünden sterben, die vor seinem Tode begangen wurden. Romans chapter 3, verse 25. Und das ist Römer 3, Vers 25 And Hebrews chapter 9, verse 15. und Hebräer 9, Vers 15. The last one is the basis for judgment of Satan and his demons. Und der 11. Punkt ist die Grundlage für das Gericht über Satan und seine Dämonen. For Satan, John 12:31. Und bezüglich Satan, Johannes 12, Vers 31. For demons, Colossians chapter 2, verse Und 15. bezüglich der Dämonen, Kolosser 2, Vers 15. Okay, we'll take our break with a rabbi story. Und wir machen wiederum Pause mit einer rabbinischen Geschichte. This one here happens to come from Europe. Can you switch it on once Yeah, more? sure. Und diese rabbinische Geschichte kommt von hier, aus Europa. A village where there was one synagogue and one Catholic church. Und das war ein Ort, da gab es eine Synagoge und eine katholische Kirche. There's only one rabbi and one priest. Und da gab es nur einen Rabbiner und einen Priester. And one day the priest decided he would like to do something very nice for the rabbi. Und eines Tages hat der Priester beschlossen, er wird etwas für diesen Rabbiner sehr Liebes und ihm Freundliches tun. Without necessarily letting the rabbi know what nice thing he did. Und Without the rabbi ja, knowing. ohne dass der Rabbiner eine Ahnung davon hatte, dass er jetzt diesen Plan hatte, ihm so eine Wohltat zu erweisen. He knows the rabbi's car was very, very dirty. Und er wusste, dass der Wagen dieses Rabbiners sehr, sehr schmutzig war. So he thought he would wash the rabbi's car for him. Und da dachte er macht ihm eine Freude, indem er den Wagen des Rabbiners für ihn wäscht. And that's what he was doing. Und das hat er dann auch getan. The rabbi looked from his second-story apartment window. Und der Rabbiner, der schaute aus dem zweiten Stock seiner Wohnung runter, aus dem Fenster. He saw this black-robed priest splashing all this water over his car. Und dann sah er, wie dieser schwarz gekleidete Priester all dieses Wasser über seinen Wagen sprühte. Well, one day passed,
Und ein Tag verstrich The priest looked out his window and he saw the rabbi approaching the priest's car. und der Priester sah aus seinem Fenster raus und sah, wie der Rabbiner sich seinem Wagen näherte. And the rabbi was carrying a saw, Und der Rabbiner hatte eine Eisensäge mit. and he sawed off several centimeters of the exhaust pipe of the priest's car. Und dann hat er mehrere Zentimeter von dem Auspuff des Wagens des Priesters abgesägt. And the priest ran out saying, Rabbi, what are you doing to my car? Und der Priester ging aufgelöst hinaus und sagte, Rabbi, was stellst du da mit meinem Wagen an? The rabbi said this, Und der Rabbiner sagte das. yesterday I saw you baptizing my car. Und gestern habe ich gesehen, wie du meinen Wagen getauft hast. Now I'm circumcising your car. Und jetzt beschneide ich dafür dein Auto. Page 33, Zurück zur Seite 33. we come to capital D, the accompanying signs. Wir kommen jetzt zur Überschrift Groß D, die begleitenden Zeichen. And these accompanying signs make up the 26th stage. Und diese begleitenden Zeichen, die sind jetzt der 26. Punkt. At the moment of his death, several things happen. Im Augenblick seines Todes haben sich mehrere Dinge gleichzeitig oder sind mehrere Dinge geschehen. In Matthew verse 51, a great earthquake hits. Matthäus, Vers 51, und ein großes Erdbeben geschah. Secondly, in verse 52, many tombs are opened. Vers 52, und viele Gräber taten sich auf. And also in verse 52 and 53, thirdly, many believers are resurrected from the dead. Also hier ist das Vers 52, die Erde erbebte, und dann Vers 52, 53, viele Heiligen standen auf aus den Gräbern. Now they are resurrected the moment Jesus dies, Nun, sie sind in dem Moment auferstanden, als Jesus starb, providing a picture that by his death he provides life. und das ist ein Bild dafür, dass durch seinen Tod Leben gewirkt wird, But they do not come out of the tombs till after his own resurrection. aber sie kommen nicht vor seiner eigenen Auferstehung aus ihren Gräbern heraus. The dimension is only going into Jerusalem and nowhere else. Und es wird nur erwähnt, dass sie in Jerusalem waren und nirgendwo sonst. And they appeared unto many. Und sie erschienen vielen. At this point they disappear from the biblical record. Nothing more said about them. Und von diesem Punkt an verschwinden sie aus dem biblischen Bericht und wir wissen nichts weiteres. Now this is not the resurrection of the Old Testament saints to immortality. Aber das ist nicht die Auferweckung der Heiligen des Alten Bundes zur Unsterblichkeit. No one could be raised to immortality till after the resurrection of Jesus. Niemand konnte zur Unsterblichkeit auferweckt werden bis zur Auferstehung unseres Herrn. This resurrection here is like all other previous resurrections. Und diese Auferweckung ist hier wie all die anderen vorher geschehenen Auferweckungen. It's a restoration back to natural life. Und das ist eine Wiederherstellung zurück zum natürlichen Leben. All of these will die again later. Und all die werden dann später wieder sterben. Now one more thing that takes place is in Mark verse 38. Und das Weitere, das noch geschieht, das ist dann in Markus Vers 38 nachzulesen. The temple that is within the temple there was a veil that separates the two rooms. Und innerhalb des Tempels befand sich ja der Vorhang, der diese zwei Räume, Abteilungen voneinander trennte. And it rips from the top down to the bottom. Und dann zerreißt er von oben nach unten. Now this curtain was about 10 meters wide Und dieser Vorhang war ungefähr 10 Meter breit and 15 meters long, und 15 Meter lang, actually 20 meters long, 20 Meter lang. and it was thick about the thickness of a man's palm. Und er war so breit wie die Spanne einer Hand. If a man tried to rip it, he would take it at the bottom and move it and rip it to the top.
Und wenn ein Mensch versuchte, den überhaupt zu zerreißen, dann hätte er ihn eben von unten ergriffen und versucht dann nach oben hin aufzureißen. But to show God did it, the rip began at the top all the way down to the bottom. Aber um wiederum zu zeigen, dass es von Gott her geschah, zerreißt der Vorhang von oben nach unten, von der Spitze hinab. The book of Hebrews tells us the significance of this event. Und Hebräerbrief verrät uns die Bedeutung dieses Ereignisses. It shows that now access to God's presence was available to all who believe. Und verrät uns, dass jetzt der Zugang in die Gegenwart Gottes für all die möglich wurde, die glauben. Now, during the period of the law, only one man had access into the presence of God. Und während des Zeitraums des Gesetzes hatte nur ein einziger Mensch den Zugang in die Gegenwart Gottes. Only one man out of one family, Nur ein Mensch aus einer Familie out of one clan, out of one tribe, und aus einer Stammesverwandtschaft, aus einem Stamm out of one nation, out of one race, und aus einem Volk und aus einer Rasse ever had access to God's presence. und jemals hatte nur Zugang in die Gegenwart Gottes. This was the Jewish high priest, Und das war der jüdische Hohepriester. and even for him, only one day in the whole year, Aber auch für ihn gab es nur einen einzigen Tag im ganzen Jahr. the Day of Atonement. Und das war der Versöhnungstag. But now to all who believe, they have free access to God. Aber jetzt ist für alle, die glauben, dieser freie Zugang in die Gegenwart Gottes ermöglicht. Jewish writings outside the Gospels do not mention anywhere the tearing of the veil. Und jüdische Schriftsteller, jüdische Autoren erwähnen außerhalb der Evangelien nirgends das Zerreißen des Vorhangs. That would not be too surprising. Und das sollte auch nicht zu überraschen, The veil was inside the temple building. weil dieser Vorhang befand sich ja innerhalb des Tempelgebäudes. Very few people had limited access to this building. Und so hatten ja auch nur wenige Leute diesen begrenzten Zugang zu diesem Gebäude überhaupt. Only a few would know about it, so it be kept quiet. Und dann wussten nur wenige darüber und die haben stillgehalten. What we do have in rabbinic writings is this. Aber was wir in den rabbinischen Schriften vorfinden, ist Folgendes. A great number of legends, all connected with the temple, Eine große Anzahl von Geschichten, Legenden stehen alle in Verbindung mit dem Tempel. and each one of these legends is always dated the same way. Und jeder dieser Legenden hat eigentlich, ist in gleicher Weise datiert. This or that happened 40 years before the temple was destroyed. Das oder jenes geschah 40 Jahre vor der Zerstörung des Hauses, vor der Zerstörung des Tempels. The temple was destroyed in the year 70, Und der Tempel wurde ja im Jahre 70 nach Christus zerstört. so 40 years earlier was the year 30, the year of the death of Jesus. Und 40 Jahre zurück sind wir im Jahre 30, das Jahr des Todes Jesu. Now, there are many such legends. I'll just mention 4 of these. Und es gibt sehr viele Legenden, Geschichten darüber und ich erwähne nur 4. One legend focuses on the 7-branch lampstand that was in the holy place. Und einer dieser Berichte, der schildert oder steht im Zusammenhang mit der Menora, mit dem 7-armigen Leuchter, der im Heiligtum stand. Now, this middle light was the chief light, Und das Licht in der Mitte, das war das Hauptlicht. but it kept going out inexplicably as of the year 30 AD. Aber es ist im Jahre 30 nach Christus unerklärlicherweise erloschen. A second legend says this. Und eine zweite Legende sagt Folgendes. The lintel of the doorway cracked and fell that year. Und die obere Türschwelle ist in diesem Jahr zerbrochen und eingestürzt. The third legend says that the heavy temple doors that always took several men to swing opened on their own in that year. Und die dritte Legende besagt, dass also die schweren Tempeltore, wo es immer mehrere Leute benötigte, um die überhaupt zu öffnen, in diesem Jahr sich von selber öffneten. My favorite legend is called the legend of Azazel. Und meine selbst bevorzugte Geschichte ist die Geschichte um Azazel. Azazel is a Hebrew word meaning removal. Und Azazel ist ein hebräisches Wort und bedeutet Entfernung oder Wegtun. It became the technical name for the scapegoat of the Day of Atonement. Und das wurde ja der bezeichnende Name für den Sündenbock am Versöhnungstag.
Now, the procedure went something like this. Und da hat sich diese Prozedur, diese Zeremonie ungefähr folgendermaßen abgespielt. On this occasion, 2 goats were presented before the high priest, Und an diesem Tag wurden ja 2 Ziegenböcke vor den Hohepriester hingestellt. and by casting lots, 1 goat was chosen to live and 1 goat was chosen to die. Und dadurch, dass man ein Los warf, wurde ein Bock ausgewählt dafür zu leben und der andere musste geopfert werden. The goat chosen to die would be killed by the altar, Und der Bock, der dazu bestimmt war zu sterben, wurde beim Altar getötet. and then the priest took the blood into the Holy of Holies of the tabernacle or temple, Und dann hat der Priester dieses Blut genommen und in das Allerheiligtum getragen, entweder von der Stiftshütte oder später dann den Tempel. he sprinkled the blood on the mercy seat, Und er hat dieses Blut auf den Gnadenthron oder hingesprenkelt. which was the lid of the Ark of the Covenant. Und das war der Deckel der Bundeslade. Then he came outside to where the live goat was, the Azazel goat. Und dann kam heraus, dort wo der noch lebendige Ziegenbock war, der Azazel, He laid his hands upon the live goat. und hat auf diesen Bock die Hände gelegt. When he laid his hands on the live goat, the goat began speaking in tongues. Und als es und als er seine Hände auf den lebenden Bock legte, begann er in Zungen zu reden. No, that's not it. Das ist Legende jetzt. Das Just ist checking. Fruchtenbaumlegende. Just checking if you're still awake. Und das war nur ein Test, ob ihr noch unter den Wachenden seid. The Old Testament laying on of hands was a means of identification. Weil die alttestamentliche Methode der Handauflegung war eine Darlegung, bedeutete ein sich eins machen, eine Identifikation. So the scapegoat now became identified with Israel, Und jetzt wurde dieser Sündenbock mit Israel identifiziert. and the high priest would confess the sins of Israel, Und der Hohepriester hat dabei die Sünden Israels bekannt. and then the goat was sent out into the wilderness. Und dann wurde dieser Bock in die Wüste hinausgeschickt. And the picture conveyed was this. Und das Bild, das damit vermittelt wurde, war folgendes. With the shedding of the blood of the first goat, Mit dem Blutvergießen des ersten the Sündenbockes, second goat can bear the sins of Israel outside the camp. da kann der zweite Sündenbock die Sünden Israels außerhalb des Lagers bringen. Now that's as far as Moses went. Und soweit berichtet uns Mose oder schreibt Mose vor. But because of what Isaiah wrote in chapter 1, verse 18, Aber aufgrund dessen, was Jesaja schrieb in Kapitel 1, Vers 18, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. und wenn eure Sünden rot sind wie Scharlach, sollen sie schneeweiß werden. The legend of Azazel says this. Da hat die Legende von Azazel Folgendes berichtet. Before the goat was sent out, they would tie a red ribbon on the horn. Und bevor sie diesen Sündenbock in die Wüste schickten, haben sie ein rotes Band um sein Horn gebunden. Miraculously, year after year after year, that red ribbon always turned white. Und in wunderbarer, mirakulöser Weise für jedes Jahr ist dieses rote Band, dieser rote Faden weiß geworden. It showed that God had forgiven the sins of Israel for that year. Und dieser rote Streifen. Und das zeigte, dass Gott also die Sünden Israels wieder für dieses Jahr vergeben hatte. But the legend of Azazel says one more thing. Aber die Legende im Zusammenhang mit Azazel sagt noch etwas. A year came, it stopped turning white. Und das kam aber ein Jahr, wo es aufhörte, sich zu verfärben, weiß zu werden. As of 40 years before the temple was destroyed. Und das war wiederum 40 Jahre, bevor der Tempel zerstört wurde. So last 40 years, each time they did this, the red ribbon did not turn white. Und so die letzten 40 Jahre, wo sie das noch praktizierten, hat sich dieser rote Stoffstreifen nicht mehr verfärbt. It showed God had ceased to forgive the sins of Israel by means of the 2 goats. Und das zeigte einfach, dass Gott aufgehört hatte, die Sünden Israels mittels dieser 2 Sündenböcke zu vergeben. The rabbis themselves record these in other legends. Und die Rabbiner selber berichten diese Legenden, Talmud. What is sad for us who are Jewish believers is that they don't conclude why it stopped turning white. Und was für uns traurig ist als jüdische Gläubige, ist, dass sie nicht darüber nachdenken,
nachdenken, warum es aufgehört hat, weiß zu werden. It stopped turning white because of Tetelestai. It is finished. Es hörte auf, weiß zu werden, weil das wahre Opfer, die Tetelestai, es ist vollbracht, gebracht worden war. And Hebrews chapter 10 verse 18 states, Und Hebräer 10, Vers 18 sagt klar, where there is remission of sin, there is no more a sacrifice for sin. wo aber Vergebung der Sünden ist, geschieht für sie kein Opfer mehr. So again, Jewish writings don't record the renting of the veil. Und noch einmal, die jüdischen Autoren berichten nicht das Zerreißen des Vorhangs. But they do record that something happened with the temple this very year. Aber was sie berichten, mannigfaltig ist, dass wirklich mit dem Tempel etwas in diesem besonderen Jahr sich ereignete. There were two results of these accompanying signs. Und es gab zwei Ergebnisse als Folge dieser begleitenden Zeichen. First, in Matthew verse 54, Und der erste, Matthäus, Vers 54. this belief on the part of a Roman centurion. Und ist der Akt des Glaubens von Seiten des römischen Hauptmannes. The second result is in Luke verse 48. Und das zweite Ergebnis ist in Lukas, Vers 48 nachzulesen. Fear among the Jewish leaders watching this. Und es kommt eine Furcht über die jüdischen Leiter, die all das beobachten. Okay, page 34. Okay, Seite 34. We now come to the burial of Jesus. Wir kommen jetzt zum Begräbnis, zur Beerdigung von Jesus. It comprises stages 27 through 30. Und das umfasst die Abschnitte 27 bis 30. The 27th stage is the breaking of the bones of the other two and the piercing of Jesus. Und Punkt 27 ist das Zerschmettern der Beine der anderen beiden Mitgekreuzigten und das Durchbohren von Jesus. This is found in John verses 31 through 37. Und das findet sich in Johannes, die Verse 31 bis 37. John alone records this incident Und Johannes allein berichtet dieses Ereignis. and tells us he was an eyewitness and saw it happen. Und er erwähnt auch besonders, dass er als Augenzeuge eben dabei war und sah, wie das geschah. That mentions in verse 31 because it was the preparation. Und es erwähnt hier in Vers 31, es war der Tag, der Rüsttag. Now, in all Jewish writings, this is a technical term. Und in all diesen jüdischen Schriften ist das ein Fachbegriff. It always refers to the sixth day of the week or our Friday. Und das bezieht sich immer auf den 6. Tag unserer Woche oder unseren Freitag. I'll begin showing several reasons why the crucifixion did take place on the Friday. Und ich zeige jetzt mehrere Gründe auf, warum die Kreuzigung an einem Freitag geschehen ist. And when the Sabbath begins sundown that Friday, Und der Sabbat beginnt ja mit Sonnenuntergang am Freitag. and he mentions the Sabbath on this occasion was a high Sabbath. Und erwähnt, wie der Sabbat an diesem Tag ein großer Sabbat war. A high Sabbath is when a Sabbath day also falls on a Jewish feast day. Und ein großer Sabbat liegt dann vor, wenn ein Sabbat auch auf einen jüdischen Feiertag oder Festtag fällt. Now in this year, Passover fell from sundown Thursday till sundown Friday. Und in diesem Jahr war das Passafest von Sonnenuntergang Donnerstag bis Sonnenuntergang Freitag. Beginning with sundown Friday will be the first day of the 7 days of unleavened bread. Und mit dem Sonnenuntergang Freitag beginnt dann der erste Tag der 7-tägigen Zeit der ungesäuerten Brote. Now, and contrary to Jewish law to have a body exposed over a normal Sabbath, Und im Gegensatz zu dem jüdischen Gesetz, dass man einen Leib da entblößt hätte an einen normalen Sabbat, that was more true for a high Sabbath. dann traf das noch viel mehr für einen großen Sabbat zu, Since the first day and the 7th day of unleavened bread were holy days, weil also der erste Tag und der 7. Tag des Festes der ungesäuerten Brote heilige Tage waren. so this was to be a high Sabbath. Und das war eben deswegen jetzt ein hoher Sabbat, ein großer Sabbat.
And so the leaders come to Pilate asking him to hasten the death process so they won't be exposed over a high Sabbath. Und jetzt kommen die Leiter, die Religiösen, zu Pilatus und bitten ihn darum, dass man doch den Todesprozess oder den Sterbensverlauf beschleunigen möge, damit eben nicht am Sabbat diese Leiber da noch herumhängen. In discussing the crucifixion, I mentioned they would nail in a wooden ledge where the feet touch the wood. Und bezüglich der Kreuzigung habe ich erwähnt, wie sie da so ein Holzstück unten fixiert haben, wo die Füße das Kreuz berührten. Ultimately, the way one dies in crucifixion is by means of suffocation. Und letztendlich die Todesart der Kreuzigung ist eine Art Erstickung. Because the way one hangs, he cannot breathe. Weil die Art und Weise, wie jemand da hängt, da kann er nicht richtig atmen mehr. So this wooden ledge was for him to be able to rise up, take a breath and come down. Und so war dieses Holzstück für ihn da fixiert, damit er imstande sei, sich abzustützen, einen Atemzug zu holen und dann wieder zurückzusacken. As long as he had the strength to do this, he could survive for a while. Und solange er die Kraft noch hatte, das zu tun, konnte er eine Zeit lang überleben. Which is why sometimes it took days for someone to die this way. Und das war der Grund, warum es manchmal auch Tage dauerte, bis jemand in dieser Art gestorben war. The back of the cross was not smooth. Und der Rücken des Kreuzes oder diese Kreuzesseite, die war nicht glatt. So after a while going back and forth, up and down, the back would get rather raw. Und nach einiger Zeit, wenn man da immer rauf und runter gerutscht ist, ist dann der Rücken aufgeraut worden. But for Jesus, the pain was immediate because of the scourge. Aber für Jesus war ja der Schmerz unmittelbar vorhanden wegen seiner Geißelung. One way to hasten the death process was to break the legs. Und da war eine Methode, diesen Todesverlauf zu beschleunigen, dass man die Beine zerschmetterte. He could no longer pick himself up and will die shortly by suffocation. Und dann konnte der sich natürlich nicht mehr abstützen und dann würde er umso schneller durch Erstickung sterben. They break the legs of the other two, Und sie brechen die Beine, zerschlagen die Beine der anderen beiden. but Jesus already dismissed the spirit from his body, Aber der Herr hatte bereits seinen Geist aufgegeben. and so they failed to break his legs. Und so konnten sie seine Gebeine nicht mehr zerschlagen. And by so doing fulfilled a Passover motif. Und indem sie das so ausführten, beziehungsweise nicht ausführten, haben sie ein weiteres Passa-Motiv oder Passa-Symbol erfüllt. The bones of the Passover lamb could not be broken. Weil die Knochen des Passalammes dürften nicht gebrochen werden. But to make sure he is dead, one of the soldiers pierces his side with the spear. Aber um sicherzugehen, dass er tot ist, da sticht einer der Soldaten mit seinem Speer in die Seite Jesu. Which also fulfills a messianic prophecy. Und auch das erfüllt jetzt eine messianische Prophetie. Zechariah chapter 12 verse 10. Sacharja 12, Vers 10. He prophesies a day when all Israel will look to the Messiah and believe. Und da ist ein Tag vorausgesagt, wo ganz Israel auf den Messias blicken wird und gläubig wird. They shall look unto me whom they have pierced. Und da heißt es, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. And when the body of Jesus was pierced, out came blood and water. Und als der Leib unseres Herrn da durchbohrt wurde, floss Blut und Wasser heraus. There's been some discussion as to what this means medically. Und da war einige Diskussion, wie das medizinisch interpretiert werden kann. Some doctors have written this is a sign of a ruptured heart. Und einige Ärzte haben geschrieben, das ist ein Zeichen eines zerrissenen Herzbeutels. They then go on to give a devotional. Und dann gehen sie weiter und machen da einen biblischen Andachtsbeitrag. That Jesus died of a broken heart. Und dass Jesus aus eben einem gebrochenen Herz heraus starb. I've read other medical doctors who dispute that conclusion. Und ich las Berichte von anderen Medizinern, die diese Schlussfolgerung in Frage stellen. So what this means medically, I have no idea. So was das jetzt medizinisch bedeutet, weiß ich nicht. But our purpose is, what does this mean biblically and theologically? Aber unser Blickwinkel ist ja, was heißt das biblisch und theologisch? The outline shows only John records this event. Und unsere Zusammenstellung verrät uns ja hier, dass dieses Ereignis nur Johannes erwähnt. Later he writes the epistle of 1 John. Later he writes the epistle, 1 John.
Same Und, writer. geht er, also dann im 1. Johannesbrief haben wir den Hinweis. In chapter 5, verses 8 through 12, Und in den Kapitel 5, die Verse 8 bis 12. he refers to the blood and water. Und da bezieht er sich auf dieses Blut und Wasser. He draws not a medical, but a theological conclusion. Und daraus schließt er keine medizinische, aber eine theologische Folgerung. Evidence that God hath provided eternal life. Und als Beweis dafür, dass Gott ewiges Leben zur Verfügung gestellt, ermöglicht hat. Because one thing it did show was that Jesus was dead. Denn eine Sache, die es eindeutig bewiesen hat, ist, dass Jesus tot war. And by his death he provides eternal life. Und nur durch seinen Tod ermöglicht er das ewige Leben. The 28th stage is the request for the body of Jesus. Und der 28. Punkt ist dann die Bitte um den Leib Jesu. Mark verse 42. Markus, Vers 42. He says, because it was the preparation. Und da heißt es, und weil es der Rüsttag war. Now Mark is writing to Gentiles who do not know what this term means. Und jetzt schreibt ja Markus an Nichtjuden, Heiden, und die wussten nicht, was jetzt Rüsttag bedeutet. So he explains what the term means. Und so erklärt er, was dieser Begriff besagt. That is the day before the Sabbath. Das ist der Tag vor dem Sabbat. This is typical Jewish terminology for the Friday-Saturday connection. Und das ist die typische jüdische Terminologie für diese zeitliche Verbindung Freitag-Samstag. It's a term that is used only for Friday in Jewish writings. Und das ist ein Begriff, der wird nur für den Freitag in den jüdischen Schriften angewandt. At this point, two men come to request the body of Jesus. Und zu diesem Zeitpunkt sind es zwei Leute, die um den Leib Jesu bitten. One we've already met, Nicodemus, Einen, den haben wir schon kennengelernt, Nikodemus. and now we have a new acquaintance, Joseph of Arimathea. Und jetzt haben wir einen neuen, den wir kennenlernen, Josef von Arimathea. We're told several things about Joseph. Und es werden verschiedene Dinge über diesen Josef erzählt, berichtet. He was of honorable estate, meaning from a good family. Und er war von einem ehrbaren Hintergrund, einer angesehenen Familie. Secondly, he was rich, Zweitens, er war reich. which sets the stage for the kind of tomb he has. Und das zeigt auch das Szenarium für die Art Grablegung, die für Jesus da in Frage kommt. Thirdly, he is a good man. Drittens, er war ein guter Mann. This emphasizes his external works. Und das betont seine äußeren Werke. Fourthly, he was a righteous man, Viertens, er war ein gerechter Mann. meaning he was also internally righteous. Und das heißt, dass er auch nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich gerecht war. He was a member of the believing remnant of that day. Und er war ein Mitglied des gläubigen Überrests dieser Tage. Fifthly, he has been looking forward to the kingdom of Und God. fünftens, er wartete auf das Reich Gottes. Sixthly, he was a counselor. Sechstens, er gehörte zum Hohen Rat. It means he was a member of the Sanhedrin. Und das heißt, er war ein Mitglied des Hohen Rates Sanhedrins. But seven, we're told he was not there to vote. Aber siebtens, uns wird gesagt, er war nicht da, um seine Stimme abzugeben. And eighth, up until now, he was a secret believer. Und achtens, bis jetzt war er ein geheimer Gläubiger. That's in John verse 38. Und das verrät uns Johannes 38. But now in Mark verse 43, Aber jetzt in Markus Vers 43, in contrast to the previous fear, they now come boldly to ask for the body of Jesus. im Gegensatz zu der früheren Furcht, dann treten sie jetzt kühn ans Licht und bitten um den Leib Jesu. In Mark verse 44, Und Markus Vers 44, when he has somebody sent out to check that Jesus really is dead, und da hat er jemanden losgeschickt, um herauszufinden, ob Jesus wirklich tot sei. in Mark verse 45, that is confirmed, Also Pilatus war das, und in Markus 45 wird das bestätigt. and he allows the body to be released to these two men. Und dann gestattet Pilatus, dass der Leib Jesu diesen zwei Männern freigegeben wird. The 29th stage is the removal from the cross of the body. Und der 29. Punkt ist die Entfernung des Leibes von dem Kreuz. John verse 39 and 40, Johannes Vers 39 und 40. the body is taken down and wrapped in strips of cloth.
Und der Leib wird herabgenommen und wird eingewickelt in Binden. The word is plural in verse 40. Und das Wort dafür ist Mehrzahlform. It's not a shroud, but strips of cloth wrapped around the body. Und das ist jetzt nicht so ein Leichentuch, sondern eben solche Leinenbinden, die um den Leib gewickelt wurden. One reason of several that whatever the shroud of Turin is, it's not the shroud of the Messiah. Und einer der mehreren Gründen, dass was immer das Turiner Grabtuch sein mag, auch nicht das Grabtuch unseres Herrn ist. The 30th stage is the actual burial. Und der 30. Punkt ist dann die tatsächliche Grablegung. He's buried in a unused rich man's tomb. Und er wird begraben in dem Grab eines reichen Mannes, das noch nicht gebraucht war, neu ist. They used some haste in doing this. Und sie beeilen sich eigentlich, indem sie das ausführen. In Luke verse 54, it was the day of the preparation and the Sabbath run. Und Lukas Vers 54, denn es war Rüsttag und der Sabbat kam immer näher, brach an. Again, typical Jewish terms for Friday and Saturday. Und wiederum ganz typische jüdische Begriffe für Freitag und Samstag. It was the day of the preparation, Friday. Und der Tag der Vorbereitung, der Rüsttag, der Freitag. The Sabbath run because it would begin sundown Friday. Und der Sabbat kam näher, weil es war eben der Beginn des Sonnenuntergangs am Freitag. Now going back to the passage of 1 Corinthians 15 verses 1 through 4. Und zurück zu den Abschnitten von 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 4. The first point of the gospel was Jesus died for our sins. Der erste Punkt dieser Elemente des Evangeliums war, Jesus starb für unsere Sünden. The second point is he was buried. Der zweite Punkt lautete, er wurde begraben. The evidence of his death. Der Beweis seines Todes. We listed 11 theological significances of his death. Und wir haben ja etliche theologische Bedeutungen seines Todes aufgelistet. Let me talk about 2 significances of his burial. Und lasst mich noch 2 Bedeutungen seiner Grablegung erwähnen. First of all, it marked the end of his period of humiliation. Und zunächst mal hat das also den Zeitraum seiner Erniedrigung gekennzeichnet. Das Ende des Zeitraums, wo er erniedrigt wurde, hat das markiert. Now, theologians speak about the humiliation of the Son. Und die Theologen sprechen von der Demütigung oder Erniedrigung des Sohnes. It begins with the incarnation, Und das fängt an mit der Fleischwerdung, which took upon himself the likeness of sinful flesh, wo er auf sich die Ähnlichkeit des menschlichen, sündigen Fleisches nahm. and concludes with his burial. Oder die Gestalt eines Menschen. Und es hört auf mit seiner Grablegung. Is the last stage of his humiliation in 2 ways. Und das ist jetzt das letzte Stadium seiner Erniedrigung in zweifacher Weise. It signified the death of the God-man. Und das hat also gekennzeichnet den Tode des Gottmenschen. Death was only to come to those who sinned, yet death came to him who did not sin. Und der Tod kommt ja nur über die, die gesündigt haben. Und jetzt kam der Tod über den, der nicht gesündigt hatte. Secondly, none of those who are close to him are involved in this burial. Und zweitens, keiner von denen, die ihm nahestanden, sind bei dieser Grablegung mit dabei. He's buried by 2 Pharisees who up until now were secret believers. Er wird von 2 Pharisäern beerdigt, die bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich verborgene, geheime Gläubige waren, heimliche Gläubige. The second significance is that it marks the beginning of his exaltation. Und die zweite Bedeutung liegt, das markiert jetzt aber den Anfang seiner Erhöhung. Theologians also talk about the exaltation of the Son. Und die Theologen sprechen auch von der Erhöhung des Sohnes. They usually begin the exaltation with the resurrection. Und gewöhnlich setzen sie mit der Auferstehung den Beginn seiner Erhöhung an. Concluding with his ascension and enthronement at the right hand of God the Father. Eingeschlossen seine Himmelfahrt und seine Thronbesteigung zur rechten Hand des Vaters. I prefer to begin his exaltation also with the burial. Und ich ziehe es vor, dass seine Erhöhung eigentlich schon mit ebenfalls der Grablegung einsetzte.
is the first stage of his exaltation in two ways. Und das ist das erste Stadium seiner Erhöhung in zweifacher Weise. Normally, if you die a criminal's death, you burden a criminal's grave. Und normalerweise, wenn du den Tod eines Verbrechers stirbst, wirst du in einem Verbrechergrab beerdigt. And no doubt a grave had already been dug for him in a negative area of the cemetery. Und zweifellos hat man wahrscheinlich schon ein Grab für ihn bereitet in so einer eher düsteren Ecke des Friedhofes. But instead he's buried in a new, unused rich man's tomb. Aber stattdessen wird er beerdigt in einem neuen, noch nicht gebrauchten Grab eines reichen Mannes. It fulfills Isaiah chapter 53, Und das erfüllt Jesaja 53, verse 9. und im Vers 9. They made his grave with the wicked, Sie machten sein Grab mit den but Übeltätern instead he's buried in a rich man's tomb. und wurde bei einem Reichen beerdigt. The second way we see this is that he's not buried in a common cemetery, Und das Zweite, was wir hier noch betrachten können, er wird nicht in einen normalen Friedhof beerdigt, he's buried in a privately owned garden. sondern er wird in einem Privatbesitz befindlichen Garten beerdigt. Now, centuries earlier, there was another garden. Nun, Jahrhunderte früher gab es einen anderen Garten. In that garden, the first Adam brought judgment and death. Und in diesem Garten hat der erste Adam Gericht und Tod bewirkt. Now, in this garden, the last Adam will bring blessing and life to come. Und in diesem Garten wird jetzt der letzte Adam Segen und Leben der Zukunft bringen. We didn't quite finish with his death, but our time is up. Aber wir haben mit seinem Tod nicht völlig abgeschlossen, aber unsere Zeit ist abgelaufen. And so we'll pick it up with page 35 tomorrow morning. Und so werden wir mit Seite 35 morgen Vormittag weiterfahren. We'll finish the last point of the death and move into the final segment on the resurrection and ascension. Und wir werden die letzten Punkte seines Todes noch betrachten und gehen dann zum letzten Abschnitt mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt.